Und was lernen wir daraus? Auf staubiger Strecke haben die Bridgestone gute Haftung. Ja, aber das ist eben eine Tendenz, die sicherlich nur anfangs des Tages so ist. Und je länger der Rennbetrieb fortschreitet. Unfall Furman! Unfall Furman, das schien heftig gewesen zu sein. Das Auto ist ziemlich zerstört. Gibt das einen Abbruch? Kann der aussteigen? Nicht wirklich. Ja, der fühlt sich nicht wohl. Hier muss jetzt ein Arzt her und Abbruch. Das ist eine ernste Situation. Raus mit der Flagge. Hier, Red Flag. Jetzt kommt auch die Bestätigung. Ja, der Helfer sagt ihm, er soll warten. Ist das Cockpit eingedrückter seitlich? Sieht das nur so aus? Vorne oder? die Nase sieht gebrochen aus. Ja, und seitlich das Cockpit bin ich mir nicht ganz sicher. Hier kommt Professor Sid Watkins im Medical Car. Ist es Schau denn mal, noch? die rechte Seite scheint mir das Cockpit nicht ganz in Ordnung zu sein. Hier kommt's. Achtung, Der Heckflügel. Heckflügel fällt weg. Ach du lieber Gott. Merkt er das überhaupt? Und wenn es nicht merkt, dann fliegt er natürlich jetzt ab und so ist es. Oh, das ist verdammt heftig. Und dann der Schlägt seitliche. seitlich ein. Boah. Boah. Ja, da muss man leider das Attribut Horrorunfall verwenden. Ja, deutlich schlimmer als Jenson Button in Monaco. Ja, deutlich schlimmer, weil mit höherer Geschwindigkeit. So, jetzt kommt Es er wird heraus. geborgen mit Sitz, nehme ich an, oder? Nein, ohne. Es steht. Ohne, das war falsch. Wo ist... Ja, da war Sid Watkins zu spät da, weil dann hätte man mit Sitz rausnehmen müssen, zur Sicherheit. Da links der Herr mit dem großen Doktorschild auf dem blauen Rücken. Das ist Sid Watkins. Also ihm geht es den Umständen entsprechend ja schon gut. Das ist ja sagenhaft. Ja, jetzt legen sie ihn auf die Bahre, aber das wäre sicherer gewesen mit Sitz, weil ganz einfach, wenn er am Rücken eine Verletzung hätte, würde da nichts zerstört werden durch das Bergen. Dafür hat man ja diese Vorrichtung. Ja. Will der erstmal sitzen? Sag mal, der legt sich gar nicht hin. Rechts, das ist Gary Hartstein, der ihn da anspricht. Jetzt sagt er ihm, leg dich mal hin, entspann dich. Hier die Reaktion oben links im Jordan Motorhome. Natürlich alle Beteiligten erstmal an den Schirmen. Wir sehen es nochmal, da fällt einfach der Heckflügel weg. Gibt es von Vibrationen, das ist nicht so, dass es da nicht festgeschraubt war, das gibt es einfach. Materialermüdung. Das Schlimme ist, dass er es nicht merkt und jetzt praktisch ums Eck rumfährt und plötzlich bricht das leichte Heck aus, als er da bremsen will. Und da tut natürlich kaum eine Verzögerung, weil er ist jetzt bereits auf der Wiese, das heißt, das Auto verzögert kaum mehr. Kannst du in etwa die Geschwindigkeit einschätzen? Ja, am Anfang wird er 200 drauf gehabt haben, da wo das passiert ist. Ne? Ausgangskurve, da hat er ja schon ein paar Meter richtig beschleunigt. Ja. Diese Reifenwand hier absorbiert natürlich die Energie. Die sind vierlagig, dann die Planke und noch eine dahinter. Und dann wird das Auto jetzt zurückgeworfen. Und der Seitenaufprall denkbar unangenehm. Sehen Sie mal die Reaktion, die können schon gar nicht hinschauen. Aber es ist natürlich schon, ich meine, das Auto das hat sicherlich noch Geschwindigkeit verloren, bis es einschlug. Aber mit so hoher Geschwindigkeit seitlich einzuschlagen, ist das absolut Schlimmste, was man im Formel 1 erleben kann. Ja, die Parallele, du hast es schon angesprochen, zum Jenson-Button-Unfall in Monaco. Ausgang Tunnel 290, aber da hat der natürlich die Möglichkeit gehabt, auf Asphalt noch Der einiges hat noch wegzubremsen. viel abgebremst, bevor es dann eingeschlagen ist.
hier, das Ganze ist ja während Ja. des Bremsen passiert. Während hier dreht sich das Auto sofort auf den Dreck. Das habe ich auch in der Wiederholung sehen können hier. Wie gesagt, 290 beim Anbremsen. In jedem Straßenauto wird man den Unfall nicht überleben. Jetzt sieht man nochmal, wie er auf der linken Seite, also in Fahrtrichtung gesehen, links der Heckflügel sich löst und dann bricht er natürlich auf der rechten Seite ab. Und das Seitenteil links ist ganz, hat sich also unten in der Verschraubung gelöst. Das sieht man auch hier, da unten, da ist alles noch dran. Also die Frage ist, sind da Schrauben ausgerissen? Ist es schlecht geklebt gewesen? Das ist ja geklebt im Flügel drin, das sind ja Kohlefaserflügel. ich glaube, das ist das Corpus Delicti hier, was da gebracht wird. Ja, das ist er. Das ist er. Das ist der Original-Heckflügel, der da mal gleich nach Das ist hinten ganz getragen wichtig jetzt für wird. das Team zu sehen, was ist Ja. passiert, woher kommt das Problem.